Okay. Also, heute werden wir lernen, wie wir in einer Zombie-Apokalypse überleben werden. So, Freunde, ich bin voll drauf hängen geblieben. Wir gucken weiter. How to survive. Ich habe da gerade richtig Bock auf die Videos. How to survive a zombie Apokalypse. Wollte ich sagen. Wir gehen rein. Okay. Ich glaube, bei Zombies musst du immer auf den Kopf gehen, ne? Okay. Also, sagt mal ehrlich im Chat gerade, wer glaubt dran, dass es zu einer Zombie-Apokalypse kommt? Und wer wünscht sich irgendwie auch ein bisschen? Also ich halte von dem Kram natürlich nichts, aber ich finde es trotzdem irgendwie ein spannendes, witziges Thema. Wenn ich alleine an die Games denke, an die Serien und so weiter, ist schon irgendwie dieses Zombie-Ding so, wer kam eigentlich auf die Idee? Wer hat sich das überhaupt ausgedacht? Dieses Genre eines Zombies. Auch krank. Okay, komm, rein jetzt. Rotten, reanimated, and ravenous for humans. Oh, ist ein anderer Sprecher übrigens. The dead are rising from their graves. The whole world is in a frenzy. The infections are spreading fast. And it's overwhelming our defense. Ey, wisst ihr aber gerade, an welchen Film ich denken muss? Wie heißt der? Zombieland? Habt ihr den gesehen? Geiler Film. Geiler Film, den müsste ich eigentlich mal wieder gucken. Apokalypse, Zombie-Feeling, aber auf Comedy angelehnt. Viel zu geil. Der ist stark. Und wie heißt der andere? Mit diesen, hier, der in England da gedreht worden ist. Mit diesen zwei Dudes. Der eine blonde und der andere ein bisschen fülliger. Ja, Shaun of the Dead. Shaun of the Dead. Geil, 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 geil. Ja, auch stark. Auch richtig stark. Aber müssen wir mal wieder gucken. Okay. Here's how to survive a zombie apocalypse. Zombies have swarmed folklore and pop culture all throughout history. They're often depicted as insatiable, reanimated corpses, or infected people spreading a deadly virus. Either way, they're never in a good mood to come back from the dead, and they've got a craving for fresh. Du musst immer den Kopf, der Kopf muss getrennt sein. Hier muss einmal durch oder großes Loch, großer Tunnel durch den Schädel durch. Das ist die einzige Möglichkeit. Human flesh. Anders geht's What nicht. should you do if you're surrounded by zombies? Ja, okay. Do you stay put? Was? Do you stay put? Was ist das für eine Frage? Wieso kann ich so schlecht denken? Was heißt denn do you stay put? Das klingt total komisch. Ob du an einem Platz bleibst. Da würde ich sowas sagen, do you stay on the same place oder so ein Scheiß. Das klingt doch total komisch. Do you stay put? Was, das ist doch kein Englisch. Do you stay on the same place oder so ein Scheiß, würde ich sagen. Do you stay put? Do you get out as soon as possible? Ist eine festgesetzte Redewendung. Ah, okay. Ja. Do you get out as soon as possible? Ja, okay. Also bleibst du stehen oder haust du ab? Ja, gut. Here's a few tips that might save your skin and your brains. Step 1. Okay. Run. Hunkering down in a city might look like a good Okay, also der erste Überlebenstipp in einer Zombie-Apokalypse ist, renn um dein verschissenes Leben. idea. You can live in the fanciest buildings. It won't be hard to find supplies, and you'll have access to loads and loads of food. That's what I'm talking about. But food and supplies aren't the only things you'll Water, Wodka. Hazardous waste? be swimming in. Soon enough, you could be surrounded by Loot, Run and Kill. Oder? Das wären doch eigentlich so 3 Dinger, oder? How to survive a zombie apocalypse. Loot, Run and Kill. Bumm, das ist es eigentlich. Das wäre auch so ein Slogan, Alter. Auch für so eine Video-Zombie-Webserie. Loot, Run and Kill. Das sehe ich auch irgendwie. Loot, Run and Kill? Looten und Leveln. Na, das ist mehr so Gaming-mäßig. Loot, Run and Kill passt in welche Läden geht man? Ja. Loot, Run and Kill. Das könnte auch so ein T-Shirt-Aufdruck sein oder so. In Gierläden oder nur Essenläden?
Loot, Run and Kill. Irgendwie feiere ich das gerade. Irgendwie hat das was. Thousands of zombies. A study by the University of Leicester theorized that in about 100 days, humankind would fall to the apocalypse. There would be less than 300 human survivors, What? and the zombies would outnumber us 1,000,000 to 1. So get out of the city and as far away from populated areas as humanly possible. From what movies have told us, zombies are terrible swimmers. Finding refuge on a boat would be your safest bet to get away from zombies. Können Zombies nicht schwimmen? Wäre nicht Kill, Loot, Run besser? Loot, Run and Kill. Kill, Loot, Run. Nee, Kill, Loot, Run klingt irgendwie doof. Die können nicht schwimmen? Ja, ich gehe auf irgendeine Insel, kill da alle und baue mich auf. Das ist clever. Zombies können nicht schwimmen. Loot, Run and Gun. Okay. Ja. And whatever you do, don't head straight to the gun store once the news breaks out. Sure, it may seem like a good idea to defend yourself, but tons of panicking people scrambling to arm themselves doesn't make for a good situation. In a stressful situation like this, there's bound to be friendly fire and a number of misfires. You're hurrying to get out of town, but there aren't any bodies of water nearby. Where should you go now? Run to the hills. Step 2. Zombieproof your safe house. Okay. Unfortunately, you're stuck on land where the zombies have a better chance of having you for dinner. The next best place to go are hilly, mountainous regions. Ist ja klar. Warum, Leute? High Ground. Wissen wir in jedem Computerspiel, Call of Duty, was auch immer, du brauchst High Ground, ganz klar. Hopefully you won't run into a pack of zombies that were hikers in their Alter, was ist mit ihm nicht richtig, Alter? Der Feuerwehrzombie kann ja einfach so eine Wäscheleine hochklettern. past lives. Most zombies will have a hard time wrapping their heads, or lack of a head, around unstable terrain. Once you've found an elevator, Chillig, das ist aber mal ein schönes Ding hier. Das wäre doch gut hier. Ja, du brauchst so Mauern, wo die dann nicht hochkommen, ne? Und dann brauchst du lange Lanzen, wo du dann immer nach unten so. spot, you'll want to find a building Oh, herrlich, guck mal hier, Alter. Was ist das denn? Was ist das hier? Kanada oder was? Sieht ja übelst geil aus. made of concrete, brick, or metal. Anything weaker, like wood, drywall, or glass, could easily be torn down by a horde of zombies. Fortify all of the entryways, barricade the doors with furniture, board up the windows, and block off your fireplace. Santa won't be paying you a visit this year. It could be a hungry ghoul coming down your chimney. All is quiet. The final board is nailed in. You're safe to breathe a sigh of relief. Ah, hier ist doch Shaun of the Dead. But you can't hide here forever. You're going to have to head out and gather some food and supplies. Get ready. Step 3. Suit up. Fashion a suit of armor out of anything you can find. Lol, Alter, die haben sich ja einfach aus Panzertape, haben die sich hier so Schutzdinger gebaut. Hockey pads, gloves. Oh, and a helmet to protect your brains. After all, it's better to look Lol, das bin ich. So werde ich in der Zombie-Apokalypse rumlaufen. weird and be safe than be zombie chow. Likewise, arm yourself with anything you can find to protect yourself. When in doubt, always stay away and avoid fighting the zombies. You should only Was ich mich jetzt gerade frage, das ist hier ein großer Kanal, 1,18 Millionen Abonnenten, dies, das. Und die benutzen ja aber die ganze Zeit hier irgendwelche Ausschnitte aus Serien und Filmen und so weiter. Dürfen die doch gar nicht, hä? Ist doch alles urheberrechtlich eigentlich schwierig, oder nicht? use your weapons if they get a little too close for comfort. Step 4. Gather the essentials. Don't drive to the supermarket. The loud noise could alert the zombies to Alter, das ist nur ein Sprint-Zombie, das sind die allerschlimmsten. Gespiegelt? Fragezeichen. Ach ja, klar, nee, wenn man was spiegelt, dann darf man es auf jeden Fall verwenden, weil dann ist es keine Urheberrechtsverletzung mehr. Nee, das ist klar. Also wer 10-Sekunden-Regel wegen Urheberrecht? Ich weiß nicht, ob das immer alles so... Naja. 5 Sekunden sind erlaubt? Ist das so? Aber 5 Sekunden pro was? Kann ich 5 Sekunden von dem einen Film, von Film A zeigen, dann 5 Sekunden von Film B und dann zeige ich wieder 5 Sekunden von Film A und wieder 5 Sekunden von Film B oder was?
5 Sekunden pro Szene. In Amerika gilt Fair Use. Ist das echt so, ja? Again, you're going to want to avoid densely populated areas, so your trip to the store doesn't turn into a bloody one. Gather enough bottled water and non-perishable items, like canned foods, to last you a minimum of a few weeks. Stock up on important medications, first aid supplies, and emergency. Oh, hier, warte mal, was haben wir hier? Was haben wir da? Ja, Expedition EDC, Taschenlampe, Messer, Klappspaten, ja, hier, Kurbelradio, Medic Pouch, Live Straw, Wasserfilter, was haben wir hier noch? Schuhe, Cap, Poncho, hier, Taschenlampe, Feuerzeug, ja, was haben wir noch? Hier, Multitool, Soup. Supplies such as batteries, a cell phone, and a radio. Look for warm clothes and bedding to keep you comfortable too. It might get a little chilly if there's no one around to keep the electricity and heating running. You're done gathering the supplies, but there are a lot more zombies outside than when you first arrived. There's nowhere to go. You're going to have to get up close and personal with these ankle biters. Step 5. Okay, mask your scent. Mask your scent. Ich weiß schon nicht, was Scent bedeutet. You might be able to handle 1 or 2 zombies, but there are way too many out there to fight. Du musst wirklich da mit der Kettensäge teilweise rangehen, sonst hast du ja keine Chance. Try to hide until they leave. Geruch kaschieren. Oh, ihr seid alle so schlau, ne? Warum seid ihr alle so schlau? Ihr seid alle so gut. Also ihr seid alle so clever auch. Ist der Wahnsinn. Or create a distraction. But if all else fails, you're going to have to stroll with the walking dead. You're going to have to smell like them too. Camouflaging yourself in zombie flesh or guts could mask your smell from the zombies, letting you walk right past them. I think I'm gonna be sick. Researchers at Doane College in Nebraska even concocted a Alle geschult. Aha. Englisch-Kurs, Englisch-G-Kurs, wir alle. Ja. Gymnasium. perfume to help. Ihr müsst das auch lernen in der Schule, das ist auch wichtig. Ist gut, gefällt mir. Help camouflage against zombies. They call it ode Ich habe halt eine sehr gebildete Community, wir wissen es alle. to death. How romantic. It uses 2 chemical compounds that a decomposing body produces, putrescine and cadaverine. The result, well, smells like rotting flesh. Maybe we could just arm ourselves with bottles of ode to death in a zombie apocalypse. You made it out bite-free. Now, let's wash off these zombie guts. While hordes of hungry zombies might seem far-fetched, there are lots of other things in the world that could eat us. How would you deal with a piranha feeding frenzy? Aha. Don't worry. Und zack ist der Cliffhanger zum nächsten Video wieder in den letzten Sekunden hier. We have just the video to help on how to survive. So like and subscribe. Like and subscribe. Ja, geiler Kanal, Alter. Ist stark. Ist, ja. Ist geil irgendwie. Hat was.